bekommst du einfach nicht zu genug Chancen und am Ende fehlen dir die Tore zum Sieg. In diesem Video gibt es 5 Angriffstipps, die dich sofort besser machen. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an 5 Tipps für den Angriff, damit du in der Offensive besser wärst. Und Angriff, das bedeutet natürlich einmal Chancenerarbeitung und Chancenverwertung. Und zu beiden gucken wir uns Tipps an. Und wir fangen an mit dem ersten Tipp zur Chancenverwertung, also wie du mehr Tore aus deinen Chancen machst. Und das ist der Abschluss im 16er. Ziel Nummer 1 ist von uns immer, den Ball in den 16er zu bekommen, von da abzuschließen. Und die beste Methode hier zu schießen ist der Schuss ins lange Eck, Cross Goal, also sozusagen auf die andere Seite des Tores zu treffen. Du siehst das hier, nicht in den kurzen Pfosten wie letztes Jahr, das war ja in der Regel unsere erste Priorität im 16er, sondern auf die andere Seite ins lange Eck, wo weniger abgedeckt wird. Da wollen wir den Ball reinkriegen. Noch ein Beispiel, auch hier siehst du, wir kriegen den Ball in den 16er zu Lukas und da nutzen wir dieses Strafe Dribbling. Also wenn du mit L1 oder LB gedrückt dribbelst, dann ist der Ball noch enger am Fuß. Wir täuschen da nach rechts an, gehen dann nach links raus, machen dann noch eine Ballberührung Richtung Tor und von da aus schließen wir dann ab und wieder ins lange Eck. Und obwohl es der schwache Fuß ist von Lukas, er hat ja 4 Sterne Weak Foot, ist das ein gnadenlos sicheres Tor. Manchmal auch im 16er ist in FIFA 22 ein bisschen inkonsistent, aber in der Regel im 16er immer in die lange Ecke. Erste Priorität, wenn die zu ist, natürlich ins kurze Eck. Tipp Nummer 2 und zwar zur Chancenerarbeitung und das ist der Aufbau über Außen. Und zwar wollen wir über Außen nach vorne kommen. Wir wollen nicht mit Flanken arbeiten, aber wir wollen erstmal über Außen ins letzte Drittel kommen. Da ist einfach mehr Platz, gerade gegen tiefstehende Gegner ist es einfacher mit dem RV auf den RM oder mit dem RV auf den RZOM nach vorne zu kommen und dann kann man direkt in den 16er spielen, kann man nochmal über die ZM spielen. Aber das ist der einfachste Weg. Und am besten, indem du die Spieler mit L1 schickst. Also so wie hier, wir haben mit dem Rechtsverteidiger den Ball und schicken mit L1, das heißt der Spieler vor uns, auf den wir gucken, ja, mit dem wir auf den linken Stick zeigen oder halt random wird einer geschickt, wenn wir auf keinen zeigen. Der geht dann in den Lauf und entweder können wir jetzt diesen Pass spielen oder so wie hier in diesem Beispiel, da ist ein riesiger freier Raum, der sich für uns ergibt und mit dem laufen wir jetzt erstmal mit dem Rechtsverteidiger rein, denn der Gegner muss sich ja entscheiden, will er weiter uns verteidigen oder will er mit dem Spieler laufen, den wir geschickt haben und so hast du natürlich einfach viel mehr Räume kreiert, kommst so zu mehr Chancen, weil du besser nach vorne kommst. Plus, kleiner Bonustipp hier, wenn wir außen den Ball verlieren, ist es weniger gefährlich, weil der Weg zu unserem Tor für den Gegner länger ist, als wenn wir in der Mitte den Ball verlieren. Tipp Nummer 3, Abschluss, wenn möglich im 45-Grad-Winkel. Wir wollen also so ungefähr schräg zu dem stehen, wohin wir schießen wollen, also ungefähr ein 45-Grad-Winkel zum Tor. Dann, wenn wir in diesem Winkel sind, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten natürlich. Da kommen dann rein unsere Abschlussstats, unsere Schusskraft, Weak Foot, Strong Foot, wie stark ist das. Aber generell, wenn wir in diesem 45-Grad-Winkel sind, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, die beste Animation sozusagen auszulösen, sodass FIFA diesen Ball halt ins Tor bringen muss. Hier ein Beispiel, da sind wir im 90-Grad-Winkel, also wir stehen parallel zum Tor mit Son. Und wenn wir aus dieser Position schießen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, obwohl Son 5 Sterne Weak Foot super gute Abschlussstärken hat. Trotzdem geht dieser Ball nicht rein, ganz einfach. Ein Faktor davon, der reinspielt, ist, dass wir eben parallel zum Tor standen. Besser wäre, wir würden noch eine Ballberührung machen, sodass wir wieder so schräg dahin stehen, wo wir hinschießen wollen, schräg zum Tor im 45-Grad-Winkel. Und dann wäre das Ding noch wahrscheinlicher drin. Tipp Nummer 4, ruhig spielen, den Ball auch mal hin und her passen, bis die beste Lücke entsteht. Wir spielen ja alle gegen diese tiefstehenden Gegner, die mit Dropback da hinten rumpimmeln und darauf warten, irgendwelche Konter zu schicken. Okay, alles klar, haben wir verstanden, aber darauf müssen wir natürlich auch reagieren. Und wir wollen auf keinen Fall den Ball hier mit den ZMs verlieren, sondern wir gucken lieber, dass wir nochmal hin und her spielen können, denn wenn diese Lücke da ist, wie hier zu Gelsen, dann wollen wir den Pass durchspielen, gerne auch mit einem Driven Pass, also dass du R1 oder RB drückst, während du die Passtaste betätigst. Aber nur, wenn diese Lücke wirklich offen ist, wollen wir diesen Pass spielen, denn wenn wir das spielen und der Pass ist einfach nicht da und wir den Ball verlieren, dann ist es natürlich eine riesen Konterchance wieder für den Gegner. Viele Leute lauern darauf, plus wenn wir den Ball verloren haben, können wir erstmal kein Tor machen, haben wieder eine Chance vergeben. Deswegen versuche ich immer,
Wenn ich einmal über außen nach vorne gekommen bin, lieber erstmal dann sicher zu spielen, bis ich wirklich diese Lücke habe und den tödlichen letzten Ball spielen kann. Auch hier siehst du es nochmal draußen mit Jesus. Ich weiß nicht, was ich da mache. Eigentlich ganz okay. Wir laufen zurück, weil der Pass nicht da ist. Aber dann will ich da so einen furchtbaren Ball um die Ecke spielen. Ich gucke gar nicht in die Richtung, in die ich spielen will. Der Gegner fängt den Ball hier. Läuft ein Konter. Mein Glück auf jeden Fall, dass ich da außen den Ball verliere. Der Weg ist ganz, ganz weit für den Gegner. Aber dennoch, dieser Pass hätte nicht sein müssen. Ich hätte einfach weiter nach hinten laufen können, zurückspielen zum Rechtsverteidiger oder mit einem hohen Ball auf die andere Seite. Aber diese Risikopässe, die würde ich vermeiden. Risikopass bedeutet, du guckst nicht dahin, wo du spielen willst, du passt mit dem falschen Fuß und alle diese Dinge, du bist unter Druck, ja, der Gegner ist hier ganz nah bei uns, all das spielt damit rein und diese Pässe auf jeden Fall vermeiden, lieber so wie in dieser Situation hier warten, mit den ZMs passen, bis die Lücke da ist, wie hier zu Gelsen und dann können wir einfach durchschicken und ein sicheres Tor aus dem 16er machen. Nächster Tipp, 5 Sterne Weak Foot für deine offensiven Spieler, sowohl für die Stürmer als auch für die ZOMs ist das sehr, sehr wichtig. Gut zum Beispiel in Situationen, wo du keine Zeit hast, mit einer Ballrolle, mit einem Skill-Move oder einfach mit dem linken Stick den Fuß zu wechseln, dass du auf deinen starken Fuß kommst. So wie hier mit Jesus in der Kontersituation, da habe ich keine Zeit nochmal abzuwarten, sondern der Weg zum Tor ist frei, ich will abziehen. Jesus hat die 5 Sterne Weak Foot, mir ist scheißegal, mit welchem Fuß er schießt. Ich weiß, seine Schusswerte, die werden eingerechnet, sowohl mit seinem schwachen Fuß eigentlich genauso gut wie mit seinem starken Fuß. Und 5 Sterne Weak Foot ist auch wichtig in Situationen im 16er. Wenn der Gegner nicht weiß, gehe ich jetzt links rum, gehe ich jetzt rechts rum, das kannst du nicht predikten. Wenn der Gegner zum Beispiel einen Spieler hat wie Salah mit 3 Sterne Weak Foot, dann werde ich immer zuerst den Weg zum Tor verteidigen, den ich blockieren kann, wenn er mit seinem linken Fuß, mit seinem starken Fuß schießen würde, weil ich weiß, mit seinem rechten Fuß, da werden mal locker 20-25% von all seinen Abschlussstats abgezogen, da er nur 3 Sterne Weak Foot heißt. Das heißt, ich kann den Gegner besser vorhersehen, besser durchschauen und deswegen würde ich dir auch immer empfehlen, für die gängigsten Spieler, Mbappé, fast jeder hat Fekir SBC gemacht. Ganz viele Leute haben vorne im Sturm vielleicht mal einen Werner oder solche Sachen. All diese Stürmer, du kannst ja überlegen, meine letzten 10 Spieler, was waren die meisten Stürmer des Gegners? Die würde ich mir angucken, mir anschauen, was sind die Stärken, was sind die schwachen Füße, die ich habe, denn das wird dir auch immer helfen in der Verteidigung und solange du 5 Sterne Weak Foot hast, bist du unberechenbar vorne. Eine andere wichtige Sache für deine offensiven Spieler sind natürlich die Stats, die sie haben. Wie gesagt, bei Jesus haben wir ja schon gesehen, 5 Sterne Kombi ist super und dann bei den Attributen, bei einem Stürmer, Stellungsspiel, okay, alles schön und gut, aber das Wichtigste sind der Abschlusswert und die Schusskraft. Diese beiden entscheiden grundsätzlich im 16er am meisten darüber, ob du erfolgreich bist. Und außerhalb des 16ers sind es die Weitschüsse und die Schusskraft. Also wenn du auf Stürmer guckst, sind das 2 Stats, die du auf jeden Fall als erstes anschauen solltest. Und wenn du dann 5 Sterne Weak Foot hast, dann werden diese Stats quasi vollgenommen mit beiden Füßen. Wenn du weniger hast, dann musst du sozusagen von diesen Attributen etwas abzählen. Und ich sag mal so, stell dir vor, die 87 Abschluss plus 5 durch den Hawk sind 92. Stell dir vor, diese 92 sind 5 Fünftel. Mit dem rechten Fuß bei 4 Sterne Weak Foot wären es dann noch 4 Fünftel, 3 Fünftel, 2 Fünftel, 1 Fünftel und so weiter. So als grober Richtwert wird dir das helfen, die Stürmer auszuwählen. Bonustipp, deine Taktiken. Nutze auf jeden Fall eine Taktik, die die Meta unterstützt. Was meine ich damit? Wir haben zum Beispiel eine 4-2-3-1, bei der haben wir einen Stürmer, den wir im 16er anspielen können. Wir haben aber auch 3 ZOMs, um von außen Timed Finesse Shots zu machen, die ja sehr, sehr stark sind in FIFA 22. Wir haben 2 ZDMs, wir haben eine Viererkette, um gegen die tiefstehenden Gegner keine Konter zu fangen, das gut verteidigen zu können. Und das Gleiche spiegelt sich dann auch in den Taktiken wieder. Und all das kann dir natürlich helfen, mehr Siege zu holen. Und wenn du jetzt so eine 4-2-3-1 suchst, verlinke ich dir hier nochmal wirklich eine absolute Meta-Taktik, mit der du auch mehr Siege holen wirst.